Willkommen im 14. Türchen des YouTuber Adventskalenders. Ich bin sehr froh, dass ich bei dieser Aktion mitmachen darf und es gibt hier heute auch etwas zu gewinnen. Was das ist, seht ihr am Ende des Videos und auch was ihr dafür tun müsst. Es lohnt sich wirklich, hier heute mitzumachen. Die Verlosung geht bis 31.12. Ich wünsche euch allen viel Erfolg dabei. Und bei mir bekommt ihr jetzt heute ein Tutorial für den Make-up-Look Strobing, also wie highlightet man das Gesicht richtig. Perfekt ist das für den Weihnachtsabend und auch für Silvester. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sohalt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Bei mir dreht sich heute alles um Strobing und ich möchte dir da erstmal erklären, was es bedeutet, wie man es umsetzt, mit welchen Produkten und wo der Unterschied zu Contouring, Wrapping oder Bronzing auch ist. Und wenn dich das alles interessiert und du auch sehen möchtest, wie ich es mache, wie es dann danach aussieht in meinem Gesicht, dann bleib gleich dran. Ja, zuerst mal, was ist Strobing? Was ist Strobing, ist die erste Frage, die sich hier stellt. Ja, Strobing bedeutet, du hebst die Partien im Gesicht hervor, die vom Licht normalerweise beleuchtet werden. Sei es jetzt von der Sonne oder vom künstlichen Licht oder sonst was im Fotostudio. Also man arbeitet nur mit lichtreflektierenden Pigmenten, also nur mit Highlighter oder Glitzerpartikeln oder sonst was. Da ist auch schon der große Unterschied zum Contouring. Beim Contouring arbeitest du ja wirklich mit dunklen Farben, die dir dann wirklich Kontur ins Gesicht geben und so weiter. Und Strobing ist genau das Gegenteil. Also du arbeitest nur mit hellen Sachen, nur mit Lichtpartikeln, die dir nur die hellen Partien hervorheben und somit auch die anderen Partien in Schatten setzen, dass so wiederum dein Gesicht konturiert wird. Also mit dem Negativ sozusagen. Bronzing ist wieder ganz was anderes. Dazu gibt es ein extra Video von mir. Bronzing arbeitet auch mit dunklen Farben. Und Strobing auch mit dunklen Farben und ganz viel mit Blush. Wobei ich jetzt heute auch mit Blush ein bisschen arbeiten werde, einfach um das Ganze noch mehr zu betonen. Nächste Frage ist, mit welchen Produkten setzt man jetzt diesen Beauty-Trend aus New York um? Ich habe dafür vom Model CO so eine Highlighting-Palette aus Creme-Highlighter in verschiedenen Farbennuancen. Also einmal ist es so ein Roséton, Goldton und dann so ein Silber-Glitzerpartikel. Das sind Creme-Highlighter. Man kann dafür aber auch Puder-Highlighter nehmen. Zum Beispiel, was ich sehr, sehr gut finde, ist diese Contour Effects Palette, die hier einen sehr schönen Highlighter, Puder-Highlighter mit drin hat. Aber natürlich gibt es auch Alternativen aus der Drogerie, zum Beispiel, was ich sehr gut finde, sind immer diese Catrice Paletten. Da habe ich eine aus einer LE, wo hier auch ein schöner Highlighter drin ist. Der, siehst du aber schon, der geht sehr ins Rosé. Ich finde es sehr gut, wenn man beim Strobing wirklich mit weißen oder durchsichtigen Highlighter-Pudern arbeitet. Deshalb werde ich jetzt auch das verwenden. Ich werde jetzt die eine Seite eben einfach mit den Creme-Highlightern bearbeiten und die andere Seite bearbeite ich, dass man das im Vergleich jetzt nochmal sieht mit dem Puder-Highlighter. Und dann könnt ihr das einfach sehen und entscheiden, was euch dann besser gefällt. Man muss da sowieso, also ich finde, beide machen sehr schöne Effekte. Es unterscheidet sich halt sehr stark in der Anwendung und dann im Tragegefühl auch und so weiter. Also da musst du einfach für dich entscheiden, was dir leichter fällt, mit was du besser klarkommst. Zuallererst muss man sein Gesicht auch für Strobing natürlich vorbereiten. Ich habe es erstmal grundiert ich zeige es dir kurz, mit dem Fit Me Make-up von Maybelline Farbe 130. Und weil es dann so ein bisschen glänzig noch ist und ich es gerne jetzt als Grundierung matt habe, habe ich noch ein loses Puder oben drauf gegeben. Einfach ganz grob mit dem Pinsel, damit mein Gesicht jetzt einfach schon mal komplett mattiert ist und grundiert ist, damit wir wirklich ein ebenmäßiges Ergebnis am Schluss erzielen können. Diese Strobing-Methode wendest du dann an mehreren Flecken im Gesicht an. Zum einen mal oben auf dem Wangenknochen. Das ist immer so die Stelle, wo wirklich viel Licht von oben drauf scheint. Also hier auf dem Wangenknochen in den Zeh nach oben. Dann auf dem Nasenrücken und ganz speziell die Nasenspitze, denn das sieht so schön aus, wenn die wirklich gut glänzt. Dann hier auf dem Lippenherz.
damit das gut betont ist, auf dem Kinn, unterhalb der Augenbrauen und ja genau, auf der anderen Seite genau dasselbe. Und das sind so die Flecken im Gesicht, die wir jetzt herausarbeiten wollen. Ich nehme zuerst mal hier die Model CO Palette und gehe mit einem Pinsel in den ganz hellen Highlighter rein. Und setze mir den ganz oben auf dem Wangenknochen an. In dem Zeh nach oben bis zur Schläfe, also an der Augenbraue hier vorbei. Und arbeite den ein bisschen ein. Das kann man hier bei dem natürlich auch mit den Fingern gut machen. Also da muss man jetzt nicht unbedingt mit dem Pinsel arbeiten. Aber ich finde es immer ganz angenehm, weil ich dann einfach keine dreckigen Finger nachher habe. So. Das sieht man jetzt schon, denke ich, recht schön. Es sieht relativ natürlich aus. Und auf der anderen Seite, ja, habe ich ein bisschen natürlichen Glanz, aber nicht da, wo er hin soll. Und hier ist es jetzt wirklich schon schön betont. Und wichtig ist es eben hier hochzuziehen, damit man hier wirklich die schöne Kontur mit reinbekommt. Auf dem Lippenherz, ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Ich mache jetzt nur eine Seite, weil ich die andere ja mit dem Puder machen will. Ganz locker, in lockeren Bewegungen. Ja gut, ich habe jetzt ein bisschen die andere Seite auch mit erwischt, naja. Und die Nasenspitze sowie den Nasenrücken. Das Kinn hier in diesem fast im Kinngrübchen, also es wäre ja dann hier drin, nein, sondern auf dieser etwas erhöhten Stelle setze ich hier den Highlighter an. Das Ganze jetzt mit dem Puder-Highlighter auf der anderen Seite, dann nehme ich mir einen abgeschrägten Pinsel, gehe hier großzügig in den Highlighter rein, immer abklopfen, wenn du mit Puder arbeitest und dann hier dasselbe eben auf dem Knochen ansetzen und in einem schönen Zeh nach oben ziehen. Und den finde ich halt so cool, diesen Puder auch, brauche ich noch ein bisschen mehr, weil der so schön weiß glänzt und eben nicht rosastichig oder so ist. Gibt auch einen sehr, sehr schönen Glanz, muss ich echt sagen. Dann Kinn, Lippen, Nase. Soweit sieht es ja schon mal ganz gut aus. Und was jetzt hier schon auffällt, ist, dass hier dieser Creme-Highlighter wirklich stärker sichtbar ist. Also jetzt nicht nur, wenn ich mich bewege, auch, aber nicht nur, sondern auch dauerhaft. Und der hier, der kommt wirklich nur in bestimmten Momenten raus. Wenn das Licht richtig drauf trifft, dann könnte ich sagen, der ist ein bisschen dezenter als der andere, der ist kräftiger. Jetzt könnte man das schon so lassen, aber ich finde es jetzt ganz schön, wenn man hier noch mit einem Blush nacharbeitet. Und da kann man jetzt irgendwas nehmen, was man gerne mag. Zum Beispiel nehme ich jetzt hier den Peach-Ton von Catrice. Und hier ist jetzt wichtig, dass man unterhalb von dem Highlighting bleibt. Auf dem Knochen quasi. So, hier diese dicke Stelle, wenn man lacht. Und hier nur so ein Hauch von Farbe dazu, damit das Ganze noch ein bisschen frischer aussieht. Das kann hier einfach das Strawberry hier nochmal unterstreichen. Jetzt sind wir aber noch nicht ganz fertig. Ich habe ja vorhin gesagt, unterhalb der Augenbraue, das habe ich jetzt sogar fast vergessen. Dann nehme ich jetzt einen dünneren Pinsel, gehe in den ganz hellen Highlighter rein und ganz nah an der Augenbraue setze ich den unterhalb an. Ich finde, das gibt auch wirklich immer einen schönen Glow. Hebt das Auge optisch auch an. Und du siehst, wie es hier schon schön glänzt. Was auch immer ganz gut ist, ist noch hier innen im Augeninnenwinkel anzusetzen, den Highlighter. Und das Auge strahlt total. Hier muss man immer aufpassen, dass man nicht zu weit in die Mitte reinkommt, sondern wirklich nur hier das ganz vordere Stück hier mitnimmt.
Und das ist doch jetzt schon ein enormer Unterschied zu dem. Also ich finde, das gehighlightete Auge sieht wirklich viel offener aus als das andere. Dasselbe mache ich jetzt drüben auch, aber wieder mit dem Puder-Highlighter. Und auch hier merkst du schon, es macht nicht so viel Unterschied von der Anwendung her. Es geht beides. Je nachdem, was man halt lieber verwenden mag, kriegt man mit beiden ähnliche Ergebnisse mit kleinen Unterschieden in der Intensität zum Beispiel. Also hier, so intensiv kriege ich das jetzt hier auch gar nicht hin auf der Seite wie hier drüben. Wobei mir das jetzt auch gerade schon ein bisschen zu viel ist. So, jetzt ist besser. Ja, okay. Gehighlightet bin ich jetzt soweit. Also das könnte man jetzt so lassen, was auch noch richtig, richtig gut kommt. Ich weiß, es kommt immer noch eins drauf. Aber wenn man sich noch die Lippen mit highlightet. Ich gebe mir zuerst mal einen Lippenstift drauf, dass ich ein bisschen Farbe habe. Aber hier auch nicht zu viel. Es soll nur ein kleiner Farbklecks sein. Und dann ist es hier besonders cool, wenn man zum Beispiel diesen Rosé-Highlighter jetzt hier aus der Palette nimmt und den sich nochmal auf die Lippen gibt. Und da muss man auch immer aufpassen, wo man den drauf gibt. Wirklich nur an den Stellen, wo auch schon von alleine es ein bisschen heller erscheint. Hier zum Beispiel. Ja, also jetzt nicht hier außen, das würde total komisch aussehen, sondern dann wirklich nur hier. Und so kann man einfach auch nochmal die Lippen ein bisschen voller erscheinen lassen, ein bisschen mehr rausholen und auch mit Stroben. Da gibt es auch andere Varianten, zum Beispiel kann man auch so ein Glitzer-Lipgloss nehmen, der Glitzerpartikel drin hat. Der ist auch gut geeignet für sowas. Oder eben man nimmt einfach seinen Creme-Highlighter da dafür. Mein fertiger Strobing-Look. Ich finde, es sieht total frisch aus. Wie frisch gebadet, man sieht erholt aus, man sieht verjüngt aus und der Tag strahlt einfach total. Also wenn du mich mal vorher nochmal anschaust und mit jetzt vergleichst, wie strahlend das Ganze jetzt aussieht. Ich gehe nochmal ein bisschen raus, damit ihr mich nochmal aus der Ferne ein bisschen sehen könnt. Also es sieht wirklich viel, viel frischer aus. Gar kein Vergleich zu dieser fahlen Haut, die ich vorher so hatte. Man sieht gesund aus einfach. Das ist soweit jetzt schon mal fertig. Jetzt kommt aber noch eine ganz freaky Variante, die total neu ist. Und zwar kann man mit Glitzer auch arbeiten. Das ist jetzt der absolut neue Strobing-Trend, hier wirklich mit Glitzerpartikeln zu highlighten. Entweder du kaufst dir so einen Glitzer, Gesichtsglitzer, Make-up, was weiß ich, Glitzerpuder, oder du nimmst einfach Bastelglitzer. Das ist loses Glitzerpuder, das ich jetzt hier verwenden werde. Woohoo, let's get freaky! Holo Diamond Glitzer. Da gebe ich mir was in den Deckel rein. So Glitzer hat natürlich immer die Eigenschaft, dass es gut klebt. Das heißt, wenn das mal auf dem Gesicht drauf ist, dann ist es gut drauf. Ich gehe mit einem Pinsel hier rein, schnapp mir einfach so ein paar Glitzerpartikel drauf und klebe die genau dahin, wo ich mein Highlighting auch gesetzt habe. Und auch im C nach oben. Vorbei an der Augenbraue. Wuhu! Also das ist mal eine ganz andere Art von Highlighting. Ich finde es irgendwie total geil. Ich liebe Glitzer. Fürs Weggehen, für einen krassen Auftritt, fürs nächste Festival oder so, finde ich, kann man das durchaus mal machen und kann da wirklich auch mal ein bisschen abgehen. So.
man sieht es jetzt auch gar nicht so arg, gell? Also man sieht zwar, wie diese kleinen Glitzerpartikel hier funkeln, aber es ist jetzt nicht so enorm, wie man sich das vielleicht vorher vorgestellt hat. Ich mag das ganz gerne, weil das ist weißes Glitzer, das rosa und grün dann funkelt. Und es eben nicht von Haus aus schon Gold ist. Und das kann man dann natürlich auch noch hier was hinsetzen und auf die Lippe. Jetzt wird es langsam viel, gell? Ja, das ist jetzt das Strobing mit Glitzerpuder. Der neueste Schrei, der neueste Trend aus New York. Ich finde es ganz witzig, wie gesagt, für einen sehr krassen Auftritt, jetzt nicht im Alltag oder so, aber fürs nächste Fest, für die nächste Party, ja warum nicht? Einfach mal ein bisschen Glitzer ins Gesicht. Wer liebt nicht Glitzer? Ich liebe Glitzer einfach nur. Das ist das Paket, das ihr jetzt heute in meinem 14. Türchen gewinnen könnt. Und ich zeige euch das Ganze jetzt noch im Einzelnen. Obendrauf liegt jetzt gleich schon mal die Incredible Face Mask. Das ist diese schwarze Maske, die die Mitesser rausziehen soll. Und das ist, ich hatte auch schon eine von denen benutzt. Diese Menge reicht für 2 Anwendungen. Ist jetzt eigentlich für eine Anwendung so gedacht. Aber sie reicht wirklich für 2. Dann kommt der Douce oder Duque Freematic Blush. Das ist hier ein wirklich sehr edles Etui. Und das ist eine Sonderedition für Glossybox. Also auch was ganz Besonderes. Ein Spiegel ist dabei. Und hier ist ein Blush in so einem altrosa Ton und Platz für einen zweiten, dass man hier eben, oder ein Highlighter zum Beispiel, dass man hier ein gutes Set hat, ein Pinselchen kann man sich auch noch reinlegen. Als nächstes eine Gesichtsmaske von My Little Beauty, also von der My Little Box, das ist Kosmetik direkt aus Paris, der neueste Trend sozusagen. Das ist jetzt hier ein trockenes Pulver, das riecht sehr blumig und rosig. Und das rührt man sich dann mit Wasser an und das reicht dann auch für mehrere Anwendungen für eine schöne feuchtigkeitsspendende Gesichtsmaske. Noch ein weiteres Produkt befindet sich in dem Paket und zwar von After Spa Beauty. Ein Make-up-Entferner-Schwamm oder Tuch. Das ist ein Mikrofasertuch, mit dem du quasi dein Gesicht abreinigen kannst, ohne wirklich Produkt zu verwenden. Also nur mit Wasser entfernt das Augen-Make-up und Gesichts-Make-up super gut. Und das alles kannst du jetzt hier und heute bei mir gewinnen. Dafür musst du Abonnent meines Kanals sein und einen Kommentar schreiben, welches Video dir von mir am besten gefällt. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Mitmachen, einen schönen 14. Dezember und eine schöne Adventszeit. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich freue mich sehr, dass du bis dahin dran geblieben bist. Und wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, dann los geht's, abonniere mich gleich und verpasst kein Video mehr von mir. Hier drüben verlinke ich dir jetzt noch ein paar Videos, die dich auch interessieren könnten. Klick dich doch da gleich mal rein und dann freue ich mich sehr, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Tschüss!